Ja, schönen guten Morgen. Der Hahn kräht früh. Mein Name ist Jessica. Ich bin auf der Insel Palawan, die liegt in den Philippinen, zwischen dem Südchinesischen Meer und der Sulusee. Ich sag's euch gleich, dieses Video wird unterirdisch, denn ich mache mich jetzt auf den Weg zum längsten unterirdischen Fluss der Welt. Und euch nehme ich mit. Morgens um 9 Uhr fährt ein Kleinbus vor meiner Unterkunft vor, der schon bis auf den letzten Platz besetzt ist. Die Fahrt führt an der Honda-Bucht nach Norden und dann auf die andere Inselseite hinüber, dauert nach meinen Aufzeichnungen 1 Stunde und 42 Minuten und war 76 Kilometer lang. Mit einer kurzen Pause erreicht unsere Ausflugsgruppe dann den Ort Sabang auf der Westseite von Palawan am Südchinesischen Meer. Ich bin angekommen in Sabang am Südchinesischen Meer, also auf der Westseite von Palawan, da wo auch die Fahrt zu den unterirdischen Flüssen beginnt. Ich habe in meinem Leben ja schon einige Fahrten gemacht, wo man auf kurvigen Schlaglochpisten in einem Minibus rumgeschleudert worden ist, und heute Morgen ist noch mal eine Fahrt dazugekommen. Das philippinische Frühstück besteht ja auch immer aus so kalten, gehackten Rind- oder Hühnerfleisch, dazu ein Glas Orangensaft. Das steht einem dann auf der Fahrt bis hier. Jetzt muss sich mein Magen erstmal ein bisschen beruhigen und dann geht's raus aufs Meer. Die unterirdischen Flüsse von Palawan gehören zum Weltkulturerbe der UNESCO. Natürlich bin ich nicht die Einzige, die auf die Idee gekommen ist, diese unterirdischen Flüsse heute zu besuchen, und entsprechend viele Boote stehen hier bereit, um auch andere Besucherinnen und Besucher dorthin zu fahren. Das macht die Sache aber nicht schlechter. Zwar wäre der Eingang auch durch einen kurzen Fußmarsch durch den angrenzenden Mangrovenwald zu erreichen, aber aus Naturschutzgründen fährt man die Besucher nun die 4 Kilometer über das Meer mit Booten. So profitieren sicherlich auch die einheimischen Fischer, wenn sie mit ihren Auslegerbooten am Touristentransport beteiligt werden. Die ganze Bucht liegt mit Bangkas genannten Booten voll. Die Fahrt auf ihnen ist eine Attraktion für sich, denn wer genauer hinsieht, erkennt schnell, dass diese Holzboote in erster Linie zusammengebunden sind. Nägel und Schrauben sieht man kaum. Mit in die Ohren gestopften Taschentuchfetzen ist es einigermaßen auszuhalten. Nun in voller Fahrt entfaltet sich erst das durchdachte Prinzip der Bangka-Kanus. Ihre Rümpfe sind schmal, weniger als 2 Meter breit. So würden sie in den Wellen und vor allem in der Brandungszone der Inselwelt Palawans schnell kentern. Das verhindern Bambusstämme, die parallel zum Bootsrumpf an weit ausladenden Armen aufgehängt sind. Wir umrunden eine Felsklippe und das Boot läuft geschmeidig auf den paradiesischen Sandstrand. Ich springe ins knietiefe Wasser und warte an Land. Muss ich erstmal hier die Stöpsel wieder aus den Ohren machen. Das war so Hölle laut, da wäre ich angekommen und wäre taub. Der Motor, der war nämlich direkt hinter mir, ohne irgendeine Abdeckung, einfach unter meinem Sitz verbaut. Das hat ganz schön geknallt. Also schon jetzt ein traumhafter Ort hier. Und jetzt folgt aber erstmal ein kleiner Fußmarsch durch den Dschungel, wo es dann zu den unterirdischen Flüssen geht. Schon auf dem Boot haben wir Schwimmwesten bekommen. Nun werden auch blaue Bauhelme ausgeteilt. Dschungelwanderungen habe ich ja schon einige gemacht, aber noch nie in Schwimmweste und Bauhelm. Ein kurzer Fußweg führt durch den Wald an das Ufer eines smaragdgrünen Flusses, der nach links in das offene Meer fließt, aber direkt vor mir in etwa 50 Meter Entfernung in der eisenbahntunnelgroßen Öffnung einer senkrechten Felswand verschwindet. Da fahren jetzt schon mal welche in die Höhle. Wenn die wieder rauskommen, dann fahre ich da auch rein. Denn nun paddelt unser Bootsführer sanft durch das grüne Wasser in Richtung Felswand und der gähnenden Öffnung in ihr. Auf den ersten 20 Metern des Tunnels kann ich noch Umrisse erkennen. Doch dann werden die Reflexionen auf dem Wasser immer weniger und kein Tageslicht dringt mehr herein.
Der Bootsführer schaltet seine Lampe ein und richtet sie auf die Formation an den Wänden. Erstarrte Wasserfälle aus weiß glitzerndem Gestein sind zu sehen. Große Hallen tun sich auf. Spitze Tropfsteine gibt es allerdings weniger zu sehen. Wir werden angehalten, den Mund geschlossen zu halten, wenn wir nach oben schauen. Denn an der Decke des Karstgewölbes übernachten Zehntausende Fledermäuse, die ihre Ausscheidungen ungezwungen unter sich fallen lassen. Mehrmals höre ich etwas auf meinen Helm klatschen. Am beeindruckendsten ist während der Flussfahrt der Moment, als der Bootsführer seine Lampe für einen Moment ausschaltet und wir in völliger Dunkelheit auf dem Wasser treiben. Er ist jetzt und so wird die Verlorenheit dieses Ortes offenbar und vermutlich kommt allen im Boot gleichzeitig in den Sinn, wie unmöglich es wäre, hier ohne Licht einen Weg herauszufinden. Der unterirdische Fluss von Palawan. Er liegt im dazugehörigen Nationalpark und ist seit 1999 Weltkulturerbe. Die touristische Hauptattraktion ist der etwa 7 Kilometer lange Untergrundfluss, der auf über 4 Kilometern mit Booten befahren werden kann und damit der längste schiffbare unterirdische Fluss der Welt ist. Er liegt unter dem Massiv eines sogenannten Karstgebirges. Das ist ein mit Klüften und Hohlräumen durchsetzter Kalkstein unter dem 1027 Meter hohen Mount St. Paul. Für Touristen sind nur die ersten 1,2 Kilometer des Systems freigegeben. Darüber hinaus bedarf es einer Sondergenehmigung, denn tiefer im Inneren sind die Kohlendioxidkonzentrationen lebensfeindlich. Bald sind wir am Ende des gefahrlos befahrbaren Flussabschnitts angekommen und drehen um. Auf dem Rückweg kommen uns schon die nächsten Boote entgegen. Alle Insassen mit hoch erhobenen Smartphones in der Hoffnung, die skurrilen Formationen, vor allem aber das Gefühl dumpfer Beklommenheit im Bild und Video einzufangen. Nun ist hin und wieder schon ein Lichtpunkt auf der Wasseroberfläche zu sehen und bald leuchtet in grünem Licht die Öffnung des Flusses nach draußen in die Dunkelheit hinein. Ich bin froh darüber, obwohl ich noch stundenlang die bizarren Skulpturen in dieser Weltabgeschiedenheit hätte bewundern können. So, ich bin wieder zurück am Tageslicht. Den Helm, den braucht man da drin nicht unbedingt, außer um keine Treffer von den Fledermäusen abzubekommen, die von der Decke einfach immer mal was fallen lassen. Bei mir hat es 2-3 Mal geknallt. Ich weiß nicht, ob es ein Regentropfen war oder Fledermauskot. Man kriegt auf jeden Fall gesagt, dass man da drin beim nach oben gucken den Mund zulassen soll. Und das sollte man auch vielleicht tun. Die Rückfahrt hat nichts mehr von einem Wasserinsekt, das mühelos über die Meeresoberfläche fliegt. Die Dünung ist höher geworden und beide Ausleger des Bootes tauchen nun ins Wasser. Also der Underground River von Puerto Princesa auf der Insel Palawan, UNESCO-Weltkulturerbe und auf jeden Fall sehenswert. Wer in diese Region der Welt kommt, der muss den sich einfach angucken. Ich fand es toll, dass ihr mit mir dabei wart, auch wenn dieses Video ein bisschen unterirdisch geworden war, aber das habe ich euch ja versprochen. Jetzt würde es mich freuen, wenn ihr mir ein Abo geben würdet, weil das kann man immer gut brauchen. Und dann sage ich ciao, wir sehen uns einfach beim nächsten Video. Mal gucken, was wir da unternehmen.